Dragon Dreaming is about running outrageously successful projects. Für mich ist Dragon Dreaming fortschrittliche Rückbesinnung. Dragon Dreaming stimulates creativity, possibly on a massive scale, and build the sustainable culture we all dream of. Ein Dragon Dreaming Projekt ist dazu da, dass sich die Beziehungen zwischen den Menschen verstärken, dass sie wachsen, dass sie sich entwickeln. Dragon Dreaming bietet eine Plattform, eine Methode, wo sich sehr, sehr viele Menschen drin wiederfinden können. Dragon Dreaming, ein universelles, natürliches Muster für das Leben. Bewusstsein dafür, Fehler zu machen, darum Kultur des Scheiterns und daraus lernen, integrieren, wachsen. Eine Lösung ist dann einfach die Ebene zu wechseln, also raus aus dem Kopf, rein in den Bauch. Es geht nicht darum, ich oder du, sondern du und ich, wir. Gemeinschaftsbildung und nachhaltige Projektentwicklung. Gemeinschaftsbildung ist wieder eine Zurückbesinnung zu einem Wir, ja, und einem authentischen Wir, kein Shanti-Shanti-Wir. Drachen, wir wollen tanzen, dazu gehört auch Kämpfen, Leidenschaft, Feuer, ja, und auch Shanti. Ja. Aber alles, was in uns da ist, ja, das gesamte Potenzial nutzen. Dragon Dreaming ist so ein fantastisches Instrument, weil es für mich 3 Sachen vereinigt. Das eine ist die individuelle Arbeit eines Menschen. Wo stehe ich in meinem Leben? Was ist mein nächster Schritt? Was ist mein Potenzial, das zur Entfaltung gebracht werden möchte? Der zweite Punkt ist, dass Dragon Dreaming eine Methode ist für Gruppen, für Projektteams, für Arbeitsteams. Da geht es um so Sachen wie kollektive Intelligenz, wie können Gruppen eine Entscheidung bringen, wie kann man etwas in die Welt bringen, wenn man das nicht alleine machen möchte. Das dritte ist, dass es um die Etablierung von Projekten geht, die dem Wohl der Welt dienen. Und diese 3 Sachen machen für mich Dragon Dreaming aus. Und das ist für mich so der Kern von Dragon Dreaming. Das Dragon Dreaming Projekt gibt seiner Umgebung genauso viel, wie es von ihr nimmt. It's the projects that we do that give us the meaning of life. Was ist die Umwelt? Was ist der Kontext? As you get involved in world-changing projects, that gives your life a meaning. Verstehe deinen Kontext. And what I discovered with neurologists is the pattern that exists in Dragon Dreaming works, because it's the pattern by which our brain is organised. You see, linear time exists only on the left-hand side of the brain. And that's where you do your planning and your doing, in linear time. Dreaming and celebrating are not linear, and they exist in the right hemisphere of the brain. Celebration. Schließt die Augen. Ganz oft ist es ja so, dass wir durch die Welt rennen und gar nicht mitbekommen, wow, da ist was ganz Schönes. Sehen, wahrnehmen und spüren. Jeder ist für sich der Experte, für ihn selbst. Und genau den versuchen wir ganzheitlich in ein Projekt zu integrieren, sodass er optimal wachsen kann. Gerade angekratzt und jetzt würde ich gerne weitermachen. Wo sind die Stärken und Schwächen eines Teams? Wo verortet man sich? Bin ich Träumer, Planer, Handler oder Macher? Hier sind die Menschen, die eher introvertiert sind und mehr bei sich sind. Ganz wertfrei. Hier bei der Umwelt sind die Menschen, die eher extrovertiert sind. Fluxkompensator. What we've discovered in Dragon Dreaming is the very best way to deal with conflict in projects is to create your project as a game. Get a team of people to come together and play the game. And when the game's finished, the project's up and running and you've made your dream come true. And that's the way in which it works. Augenkontakt. Weil wenn ich so mache, sind 2 Personen verwirrt. Es ist wichtig, auf Kommunikation zu achten, der Austausch, das Ansprechen von Themen. Alle haben sich lieb. Das ist das geilste Projekt ever. Und der ist ja so toll. So großartig. Das beste Projekt ever.
So, wie wir sehen, gehen wir jetzt zum Plan über und wie wir gelernt haben, da gibt es so Schwellen, die man zu überschreiten hat. Ja, eigentlich könnte das Projekt ganz gut sein, aber irgendwie, naja, ich weiß nicht. Und das hat das wirklich so geklappt. Und jetzt zeige ich euch, wie klassische UN-Blues-Projekte funktionieren. You know, hope is just a dream. 90% of projects get stuck in the dreaming stage. People don't plan to fail, they fail to plan. Aussehen sieht das Ganze so, dass wir wieder die 4 Phasen haben: Träumen, Planen, Handeln und Feiern. Wenn das getan ist, werden die Aufgaben miteinander verbunden. 3 Punkte. Sehr gut. So kann ein Charakter aussehen. Jeder sollte sich positionieren, da wo die Energie für ihn am höchsten ist oder da wo es sich am stimmigsten anfühlt. Und wir feiern das Ja und wir feiern das Nein. In Dragon Dreaming, I really encourage you to collect the skills that you find work for yourself. In Projects sind für mich die Träume, also die tiefsten Motivationen, tiefsten Wünsche, die mich beschäftigen, das, was mich wirklich interessiert, und das in die Welt zu bringen, zu project, in die Zukunft zu projizieren. We're living through the most exciting time in human history. How do we take a culture that is built on never-ending growth, but it's on a finite planet, and shift that culture to being a culture that supports life itself? Wie können wir es friedvoll gestalten? Ja, was für Möglichkeiten gibt es? Und jeder von uns hat 1000 Ideen. Jeder. Wir trauen sie nur nicht mehr zu teilen. Und das ist das, was die Leute hierher bringt. Dass sie wieder anfangen, ihre Träume zu teilen. For me, the big output of this workshop is really just, trust your feelings, don't think too much. We have a faulty idea of intelligence. We think intelligence is something in the head, and it's not. But what we do, because we think intelligence is in the head, it's the heads of the organisations who create the plans. And then they try and get the body to do the plan. And all you've succeeded in doing is creating 2 groups of people who can blame each other when things go wrong. The fact that I don't know if we're going to make it is the best. Because what that does is that calls us to be the most effective we can possibly be. And that's Dragon Dreaming.